Yo Freunde, Barkü und damit willkommen zu einem neuen Tower of God Video. Heute mit der Review zu Tower of God Kapitel 497 und ich muss sagen, dieses Kapitel war wild, tat aber gleichzeitig auch ein bisschen weh. Der Kampf zwischen Yazratscha und Yama ist in der Tat niederschmetternd. Bevor ich jetzt in die Review starte, ihr kennt das Spiel, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Tower of God Videos mehr und bleibt stets auf dem aktuellen Stand. Sollte euch diese Review gefallen, dann freue ich mich auch über ein Like auf das Video. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir rein in die Review. In diesem Kapitel geht es komplett um Yama und Yazratscha. Ich würde ja sagen, dass das Rematch jetzt beginnt, aber eigentlich sind wir noch im selben Kampf. Wie dem auch sei, Yama möchte nicht aufgeben und Yazratscha meint nur, dass Yama seinem Vater ähnelt und es vermutlich bereuen wird, wie sein Vater. Yama legt dann los und sucht nach einer Möglichkeit, Yazratscha zu fangen, da dieser bisweilen zu schnell ist. Er bringt diesen dann sogar dazu zuzugeben, dass sein Angriff gar nicht schwach war und das ist immerhin schon mal ein Fortschritt, wenn man bedenkt, wie Yazratscha bislang mit Yama spielt. Anschließend demonstriert Yazratscha aber eindrucksvoll den Unterschied in Stärke. Er lässt Yama absolut klein aussehen und hier sollten wir uns vor Augen halten, dass Yama irgendwo in der Top 200 bis 100 High-Ranker-Liste ist. Allerdings ist Yazratscha auch sein Todfeind, wenn man so will. Yazratscha meint dann nur, dass er die Angst längst in Yama platziert hätte und seine Attacken so einfach keine Wirkung zeigen würden. Er jetzt aber auch loslegt, um Yama den Unterschied aufzuzeigen. Und dafür macht er etwas, was Yama schockt. Er erinnert Yama an seine Worte, dass er alles kann, was dieser auch kann und verwandelt sich komplett. In diesem Moment fühlt Yama eine Stufe von Angst wie noch nie zuvor. Yazratscha verwandelt sich komplett und offenbart ein Level, welches Yama schockiert. Yama fürchtet sich bis ins Mark und versucht diese Angst durch Brüllen loszuwerden, allerdings verschlimmert es sich dadurch nur. Dann clashen die beiden aufeinander und es sieht verdammt schlecht für Yama aus. Yazratscha rät ihm, dass er nächstes Mal aufpassen sollte, mit wem er sich anlegt und dann schießt er eine Art Beam und dieser scheint tatsächlich einen Volltreffer zu landen. Und die Tatsache, dass Yama ohne Verwandlung war, macht es dabei nicht besser. Mit diesem Cliffhanger endet dann auch schon das Kapitel. Ja, ich weiß, die Zusammenfassung war doch schon sehr schnell in diesem Kapitel. Ich muss dazu sagen, dass ich für die Theorienreihe letzte Woche bereits die Fastpass-Kapitel gelesen habe und dementsprechend hatte ich mir bereits gedacht, dass die Review diese Woche etwas kürzer sein wird. Das Ding ist einfach, das Kapitel bestand beinahe komplett aus dem Kampf und hatte kaum Dialog, aber ohne zu viel zu sagen, nächste Woche wird anders werden. Leute, ich bin jetzt schon so gehypt auf die nächsten Reviews, aber will ich auch auf keinen Fall spoilern, deshalb sage ich jetzt am besten gar nichts mehr dazu. Bevor ich das Video beende, möchte ich aber noch ein paar Worte zu diesem Kampf verlieren. Ich hätte nicht gedacht, dass Yama so sehr vernichtet wird. Ich meine, ihr wisst es auch. Bereits nach dem letzten Aufeinandertreffen war ich mir eigentlich sicher, dass Yama nicht gewinnen kann, aber das Ergebnis jetzt war doch sehr niederschmetternd und es tat weh, Yama so erniedrigt zu sehen. Die große Frage ist nur, wie kann Yama jetzt entkommen? Ich meine, offensichtlich möchte Yazratscha Yama nicht töten, so würde ich jetzt zumindest seinen Worten entnehmen. Er spricht davon, dass Yama seine Gegner nächstes Mal besser auswählen sollte und es impliziert ja schon, dass er Yama am Leben lassen möchte. Die große Frage ist also, wie soll Yama entkommen? Denn ich denke, Yazratscha wird darauf bestehen, Yama zu demütigen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass Yama Unterstützung bekommt. Doom könnte vielleicht helfen, aber sind wir mal ehrlich, Yazratscha müsste Doom auch pulverisieren können. Vielleicht kommen aber auch Doan und Karaka zu Hilfe, ich denke nämlich, die beiden würden mehr helfen und könnten wirklich dafür sorgen, dass Yama entkommen kann. Doan und Karaka sind sicherlich nicht so stark wie Yazratscha, aber sie sollten ihn hinhalten können und mit Karakas Fähigkeiten sollte eine Flucht auch drin sein. Aber Freunde, bevor ich jetzt zum Ende von diesem Video komme, was ist das bitte für eine Verwandlung von Yazratscha? Also ich weiß nicht, ob ich die Form lustig, furchterregend, weird oder alles zusammenfinden soll. Ich meine, er ist offensichtlich stark und es wirkt auch bedrohlich, aber es sieht einfach absolut komisch aus. Also Yazratscha stellt damit wirklich nochmal Kendrick Deal mit seinem Stuhl in den Schatten, was die Verwandlung angeht. Schreibt unbedingt eure Meinung zu dieser Verwandlung in die Kommentare. Ich weiß nicht, die Verwandlung war irgendwie mein Highlight in diesem Kapitel, denn ich meine, der Kampf selbst war heftig und sollte es in 20 Jahren vielleicht mal animiert werden, dann wird es absolut wild, aber die Verwandlung steht einfach für sich an der Spitze. Ich glaube zwar, dass ich eine Verwandlung à la Yama heftiger gefunden hätte, aber diese Verwandlung ist dafür umso einzigartiger und das macht sie halt so besonders, wenn ihr mich fragt.
Aber was sagt ihr? Was sind eure Erwartungen an den weiteren Verlauf zwischen Yasradscha und Yama? Und außerdem, was sind eure Erwartungen an die nächsten Kapitel? Gibt es Handlungsstränge, die ihr gerade besonders gerne sehen wollt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vermeidet Spoiler bitte so gut es geht. Und in diesem Sinne komme ich auch schon zum Ende von diesem etwas kürzeren Video. Hier geht es wie gewohnt zu weiteren Videos von mir. Gerne könnt ihr auch noch ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.